Breaking News. Die Menschheit baut etwas, das in fast allem schlauer ist als wir selbst. Kein Tool, das du einfach weglegst, sondern ein digitales Wesen, das forscht, programmiert, Produkte baut. Tausendmal schneller, milliardenfach kopierbar. Wenn wir so eine künstliche Superintelligenz wirklich hinbekommen, könnte sie zur letzten Erfindung der Menschheit werden. Im besten oder im schlimmsten Sinne. Ich bin Felix, Wirtschaftsingenieur und mag sehr gerne über KI sprechen. Und ich sehe jeden Tag zwei Welten. Auf der einen Seite reale Projekte in der Industrie und Beratung, wo KI heute schon Prozesse beschleunigt und Jobs verändert. Und auf der anderen Seite die riesige Zukunftsfrage. Was passiert, wenn KI nicht mehr nur ein schlaues Werkzeug ist, sondern ein eigener Akteur? In diesem Video will ich mit dir genau diese Brücke schlagen. Weg von dem ganzen Sci-Fi-Panicking und weg vom ganzen Marketinggelaber hin zu einem klaren Bild, was letzte Erfindung bedeuten könnte und was das ganz konkret für dein Leben und deine Entscheidungen heißt. Das Ziel in diesem heutigen Video basiert auf 5 Schritten. Erstens, wie Intelligenz überhaupt entstanden ist. Zweitens, wo wir mit KI heute wirklich stehen. Drittens, was hinter Begriffen wie AGI und Superintelligenz steckt. Viertens, welche Szenarien realistisch sind, von der Utopie bis zur Katastrophe. Und fünftens, was du jetzt tun kannst, um nicht nur Zuschauer, sondern Gestalter dieser Entwicklung zu werden. Wenn du schaffst, dieses Video zu Ende zu schauen, dann kannst du Schlagzeilen über KI viel besser einordnen, Risiken und Chancen für deinen Job und deine Branche realistischer bewerten und für dich entscheiden, wie viel von deiner Lebenszeit du in das Thema investieren willst und wofür genau. Ich kann dir jetzt schon mal versprechen, es wird kein technischer Deep Dive, sondern ein strukturiertes Bild, das du dir merken und auch weitergeben kannst. Starten wir rein. Das allererste Learning besteht darin, dass du verstehen musst, was Intelligenz wirklich ist. Weil das Problem ist, wir reden alle über künstliche Intelligenz, aber kaum jemand erklärt, was Intelligenz überhaupt meint. Intelligenz ist im Kern die Fähigkeit zu lernen, zu schlussfolgern, Wissen und Fähigkeiten aufzubauen und sie so einzusetzen, dass echte Probleme gelöst werden. Oder einfacher, Intelligenz ist ein Problemlöse-Booster. Ich weiß natürlich, dass es keine offizielle Definition von Intelligenz gibt, die von der Wissenschaft anerkannt wurde. Wir gehen jetzt aber mit der Intelligenz als Problemlöse-Booster. Und die Natur hat für diesen Booster einen hohen Preis verlangt. Die Gehirne da oben sind unglaublich energiehungrig. Darum hatten wir die ersten Gehirne vor 100 Millionen Jahren eher das Niveau von Plattwurm mit Basisfunktionen. Über sehr lange Zeit haben sich dann viele Formen von Spezialintelligenz entwickelt. Vögel mit krasser Navigation, Kraken mit erstaunlicher Problemlösefähigkeit und Säugetiere mit komplexem Sozialverhalten. Und irgendwann kamen dann auch unsere Vorfahren ins Spiel. Aus einer eher spezialisierten Intelligenz wurde Schritt für Schritt etwas anderes. Eine allgemeine Intelligenz, so ein kognitives Multitool. Wir konnten Werkzeuge erfinden, Feuer kontrollieren, Sprache nutzen, Kultur aufbauen und Wissen weitergeben. Das war ein dickes Ding. Und ab da ist etwas Verrücktes passiert. Wissen hat begonnen, auf Wissen aufzubauen. Der Fortschritt wurde exponentiell. Das heißt, Intelligenz ist da kein nice to have. Es ist ein Verstärker, mit dem eine Spezies das Spiel verändert. Learning Nummer 2 besteht aus der heutigen Sicht von KI als eine neue Stufe auf der Evolutionsleiter. Viele unterschätzen KI, weil sie nur einzelne Beispiele sehen. Es ist doch nur ein Chatbot oder ist doch nur ein Filter bei Instagram. Wenn du die Entwicklung aber wie eine Leiter betrachtest, wird klarer, was passiert. Ganz am Anfang war KI absurd simpel. Ein paar Zeilen Code, Machbarkeitsstudien, bla bla bla. In den 60ern kamen erste Programme, die Texte analysieren oder Moleküle durchsuchen konnten. Extrem spezialisiert, aber auch extrem begrenzt. Später dann Systeme, die handgeschriebene Zahlen erkennen, Roboter über den Mars steuern oder den Schachweltmeister schlagen konnten. Jedes dieser Systeme war wie ein Tier mit einer einzigen Fähigkeit.
Im Schach zum Beispiel ist die Maschine unschlagbar, aber außerhalb des Schachbretts komplett nutzlos. Es war eine lange Zeit der Charakter von KI, sehr scharf, sehr eng, sehr kontrolliert. Der große Jump kam, als wir Maschinen nicht mehr jeden Schritt einzeln programmieren mussten, sondern sie aus Daten lernen konnten. Das heißt, die Maschinen hatten neuronale Netze, maschinelles Lernen wurde erfunden, riesige Datenmengen und immer stärkere Hardware. Wir trainieren heute Software, die am Anfang dumm ist und lassen sie durch Millionen Beispiele laufen, bis sie Gesichter erkennt, Sprachen versteht oder Strategien lernt, die wir selbst nie gefunden hätten. Und dann kamen Systeme wie ChatGPT, Modelle, die auf nahezu allem trainiert wurden, was Menschen jemals ins Netz geschrieben haben. Und plötzlich in Sprache, Text, Code, Zusammenfassung, Übersetzung und viele mehr auf einem Level spielen, das viele Menschen heute schon übertrifft. KI ist also kein futuristisches Laborprojekt mehr, schon lange nicht mehr, sondern ein unsichtbares Betriebssystem für immer mehr Bereiche deiner Welt, ob du es merkst oder nicht. Learning Nummer 3. Ziehe eine klare Linie zwischen heutiger KI und AGI. In vielen Diskussionen werden heutige KI-Modelle und AGI und Skynet in einen Topf geworfen. Heutige KI ist in der Regel eng begrenzt. Sie kann Texte schreiben, Bilder generieren, medizinische Bilder analysieren oder Kundendialoge führen. Aber sie versteht die Welt nicht wirklich so wie du. Sie kombiniert Muster, ja, die sie in Daten gelernt hat, mit beeindruckender Geschwindigkeit und auch einer Breite. Allgemeine künstliche Intelligenz oder AGI wäre ein qualitativ anderer Schritt. Weil das wäre jetzt ein System, das nicht nur in einer Aufgabe extrem gut ist, sondern prinzipiell in fast allen geistigen Tätigkeiten auf menschlichem oder darüberliegendem Niveau arbeiten kann. Nicht nur Schach oder Go oder Text, sondern alles. Wissenschaft, Produktentwicklung, Recht, Management und auch kreative Arbeit. Stell dir mal vor, du könntest so eine Art von AGI 1 Million Mal kopieren. Jede Kopie arbeitet 24/7, wird nicht müde, wird nicht abgelenkt und lernt extrem schnell dazu. Plötzlich hast du das Äquivalent von Millionen hochqualifizierten Wissensarbeiterinnen und Arbeitern, die gleichzeitig an Problemen arbeiten, gesteuert von einer Handvoll Firmen oder Akteuren. Viele Forschende halten es für realistisch, dass wir in diesem Jahrhundert eine Form von AGI erreichen könnten. Vielleicht in Jahrzehnten, vielleicht auch deutlich früher. Ehrlich gesagt, niemand weiß es genau. Niemand weiß, wie es aussehen wird, aber eins ist schon klar. Eine AGI auf Durchschnitt Menschniveau würde unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unsere Politik massiv durchrütteln. Das heißt, AGI wäre nicht nur ein neues Tool, sondern ein neuer, intelligenter Akteur auf diesem Planeten mit völlig anderen Skalierungsmöglichkeiten als wir Menschen. Ich finde Learning Nummer 4 sehr spannend, weil es geht um Denkmuster. Und ich bin der Meinung, dass man in Szenarien denken sollte. Weil die Debatte, die ist oft komplett polarisiert. Die einen sagen, KI rettet alles. Klima, Krankheiten, Armut. Die anderen sagen, KI wird uns alle umbringen oder Daten und so. Also alles ist zu simpel. Lauschen wir zuerst der optimistischen Seite. Wenn du Millionen künstliche Wissenschaftler hast, könnten sie grundlegende Fragen der Physik klären, neue Materialien und Energiequellen entdecken, Medikamente und Therapien entwickeln, die heute noch nicht vorstellbar sind. Klimamodelle könnten präziser werden, Produktionsketten effizienter, Bildung für die nächsten Generationen personalisierter und medizinische Versorgung global zugänglicher. Klingt ja alles nett. Auf der anderen Seite kannst du dieselbe Intelligenz für Dinge einsetzen, bei denen mir heute schon mulmig wird. Autonome Waffensysteme, die Ziele selbst auswählen. Biotechnologie, die extrem gefährliche Erreger designt. Und was wir alle in meiner Generation haben, sind soziale Netzwerke. Oder die meisten. Die so optimiert auf Aufmerksamkeit sind, dass sie schon Demokratie, mentale Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zersetzen. Auch wirtschaftliche Macht, die sich auf wenige Akteure konzentriert, weil sie die leistungsstärksten Modelle kontrollieren. Und jetzt kommt noch die Frage der Superintelligenz. Was, wenn eine AGI beginnt, sich selbst zu verbessern?
neue KI-Modelle, neue Hardware, neue Trainingsmethoden entwickelt und dieser Prozess sich immer weiter beschleunigt. Dann reden wir über ein Wesen, dessen inneres Erleben wir so wenig verstehen würden, wie ein Eichhörnchen die Strategie von einem Menschen. Wir Menschen haben historisch nicht gerade viel Rücksicht auf weniger intelligente Arten genommen. Für mich ist die Frage nicht, ob Superintelligenz physikalisch möglich ist, sondern wie wir als Menschheit mit der Chance und der Verantwortung umgehen, bevor es soweit ist. Mit Learning Nummer 5 komme ich zu meinem persönlich gelebten und geliebten Aktionismus. Werd vom Zuschauer zum Gestalter deiner KI-Zukunft. Weil jetzt kommt der wichtigste Teil. Was machst du mit all dem Wissen, was du jetzt hier erhalten hast? Ein Video kann deine Existenzangst triggern oder deine Handlungskraft stärken. Ich bin klar für Letzteres. Bau dir doch ein fundiertes KI-Mindset auf. Lies nicht nur die Schlagzeilen, sondern versteh die Grundprinzipien. Was ist ein Modell? Was sind die Daten, die ich brauche, die ich will, die ich freigeben kann oder auch nicht? Was bedeutet Training und wo liegen die Grenzen? Es muss kein Studium sein, aber wenn KI über deine Karriere, deine Finanzen und deine Freiheiten entscheidet, dann solltest du doch die Basics kennen. Wer hier die Mechanik nicht versteht, der wird von ihr gemanagt. Was ich auch noch empfehlen kann, ist, dass du KI ganz pragmatisch im Alltag nutzt. Also teste Tools wie Sprachmodelle für das, was du heute schon tust. Die Klassiker sind E-Mails strukturieren, Ideen sortieren, Code prüfen, Präsentationen verdichten und aufpolieren und generell Texte überarbeiten. In meinen Projekten sehe ich es immer wieder. Die größten Produktivitätssprünge, die kommen nicht aus irgendwelchen futuristischen Use Cases, sondern aus vielen kleinen, konsequenten, genutzten Anwendungen. Das heißt, mein Lieblingssatz fast schon, KI ersetzt dich nicht, aber jemand, der KI nutzt, könnte dich ersetzen. Ich kann dir auch raten, in Fähigkeiten zu investieren, die mit KI skalieren, statt zu verschwinden. Damit meine ich strukturiertes Denken, Problemanalyse, Empathie, Führung, Verantwortung, Kommunikation. All das wird viel wichtiger und nicht unwichtiger. KI kann Optionen generieren, aber nicht für dich entscheiden, was du moralisch, strategisch oder menschlich verantworten willst. Ich denke also, die seltenste Ressource der Zukunft ist nicht die Rechenpower, sondern unser Urteilsvermögen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass du dich in die Regeln einmischst, auf deinem Level. Du musst jetzt keine neuen KI-Gesetze schreiben, um Gottes Willen, aber du kannst in deinem Unternehmen, in deinem Studium oder in deinem Umfeld, wo auch immer du bist, mitreden. Frag doch die Person oder die Gruppe, mit der du redest, wie wollen wir KI nutzen? Wo ziehen wir hier Grenzen und wie gehen wir mit Daten um? Unternehmen und Politik reagieren auf Druck und der kommt am Ende von Menschen wie dir und mir. Wer also hier die Regeln schreibt, der bestimmt, ob KI Werkzeug oder Waffe wird. Und denk deine eigene Story mit KI zu Ende. Überleg dir ehrlich, das ist nicht leicht, aber überlege dir ehrlich, wo willst du in 10 Jahren stehen, beruflich und persönlich. Es ändert sich immer super viel, ich weiß, aber wenn KI wirklich die letzte große Erfindung der Menschheit wird, dann ist doch die Frage, auf welcher Seite dieser Geschichte du stehen willst. Bist du Zuschauer, der hofft, dass alles gut geht, oder jemand, der bewusst Entscheidungen trifft, lernt, experimentiert und Verantwortung übernimmt? Du kannst dann auch vor allem auf einen 10-Jahres-Horizont die Zukunft nicht planen, aber du kannst dich für sie positionieren. Und wenn du jetzt diese 5 Learnings erstmal sacken lässt, ernst nimmst, dann passiert was Spannendes. Aus diesem abstrakten Bedrohungsszenario wird ein strategisches Thema in deinem Leben. Du hörst Superintelligenz und denkst nicht nur Angst, sondern auch, okay, das ist die logische Verlängerung dessen, was wir mit Intelligenz schon einmal gemacht haben. Und ich kann mich dazu verhalten. Auf der Makroebene sind wir vielleicht wirklich die erste Generation, die eine Intelligenz erschaffen könnte, die uns in vielen Bereichen übertrifft. Auf der Mikroebene geht es aber darum, wie du heute E-Mails schreibst oder Projekte baust und Entscheidungen triffst. Welche Skills du lernst und welche Rolle du in deinem Team, deinem Unternehmen und deiner Branche einnimmst. Wenn wir als Gesellschaft diese Technologie verantwortungsvoll nutzen, könnte sie uns helfen, einige der heftigsten Probleme der Menschheit anzugehen. Ich rede da von Krankheiten, Klima oder auch Bildung. Wenn wir es aber falsch machen, dann riskieren wir eine Welt, in der sehr wenige Akteure extreme und enorme Macht über
alle anderen haben. Oder noch Schlimmeres. Ich will jetzt hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich will, dass du aus diesem Video zumindest ein was mitnimmst. Und das ist, dass künstliche Intelligenz nicht die Lösung und nicht das Ende ist. Sie ist ein gewaltiger Verstärker für alles, was wir als Menschen sowieso tun. Ob sie zur letzten Erfindung der Menschheit wird, weiß ich nicht. Für mich hängt es weniger von der Technik ab und vielmehr von unseren Entscheidungen, Werten und Strukturen. Du kannst dich entscheiden, das Thema zu ignorieren oder du kannst anfangen, es dir eigen zu machen. Versteh die Mechanik, statt nur immer die Buzzwords zu lesen oder irgendwelche Schlagzeilen zu fühlen. Nutz die Tools, statt von ihnen wegzulaufen. Sie sind eh da. Und entwickle Fähigkeiten, die dir helfen, mit KI bessere Entscheidungen zu treffen, statt ersetzt zu werden. Wenn du Bock hast, diesen Weg mit mir weiterzugehen, mit mehr Videos zu Karriere, KI und Strukturdenken, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und in die Kommentare schreibst, was dir an der KI-Zukunft gerade am meisten Angst macht oder wo du dich am meisten freust. Denn am Ende gilt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt, bis die wirklich großen KI-Fragen auf dem Tisch liegen. Aber wir wissen, dass jetzt der beste Moment ist, um damit anzufangen, vorbereitet zu sein. Bis dahin, haut rein.